Willkommen im Tartaria-Channel. Da es Anfragen gab, haben wir uns entschieden, euch diesen Wunsch zu erfüllen. Wir präsentieren hier die mögliche Geschichte über Wodka. Der Ursprung des Wodkas. Die Entstehungsgeschichte des Getränks ist in so vielen Legenden, Geheimnissen und Vermutungen gehüllt, dass es keine leichte Aufgabe ist, daraus die wahren Fakten auszuwählen. Erschwerend kommt das völlige Fehlen jeglicher dokumentarischer Beweise für zahlreiche Theorien hinzu. Die Entstehung eines solchen Getränks wie Wodka lässt sich am besten mit der Entdeckung des Destillationsverfahrens kombinieren, das den Alchemisten bereits zu den Zeiten des altägyptischen Königreichs zur Verfügung stand. Die dabei entstehende Flüssigkeit wurde jedoch nicht innerlich verbraucht, sondern ausschließlich für medizinische Zwecke verwendet. Erwähnungen über die Destillation alkoholhaltiger Rohstoffe finden sich auch in Abhandlungen über die Tätigkeit des berühmten persischen Heilers Avicenna. Er richtete diese Prozesse auf Gewinnung ätherischer Öle aus. Die ersten urkundlichen Erwähnungen der Destillation zur Gewinnung von Alkohol stammen aus der Zeit des antiken Roms. Es waren die Römer, die begannen, das resultierende Produkt nicht nur für medizinische, sondern auch für gastronomische Zwecke zu verwenden. Obwohl das beschriebene Produkt in seiner modernen Form dem Wodka nur ansatzweise ähnelte, ist dieser Beweis der beste Beweis dafür, dass millionenbekannte berauschende Getränk aus der Antike stammt. Prototyp und Ersterwähnung. Bevor die Geschichte darüber beginnt, wo und wann Wodka in Russland auftauchte, muss gesagt werden, dass das Wort selbst nach dem gleichen Prinzip vom Wort Wasser abgeleitet wird, wie die seltenen verwendeten Formen der Wörter Mama und Papa, Mutter und Vater. So hat der Name selbst zunächst keine Verbindung zu Alkohol auf Getreide- oder Kartoffelbasis, sondern wird gerade mit Wasser in Verbindung gebracht. Wenn wir jedoch das historisch gebildete Produkt betrachten, das bei der Destillation von Maische auf Grundlage solcher Rohstoffe gewonnen wird, kann der Vorfahre des Wodkas in den Gebieten Osteuropas als Brotwein bezeichnet werden. Es ist auch Brotalkohol, in unserer Zeit ein Getränk, das ganz ähnlich ist: Brotwodka. Dieses alkoholische Getränk erschien ungefähr zwischen der zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts. Bis zu diesem Zeitpunkt Alkohol auf der Basis von Getreide oder deren Produkten durch Destillation auf dem Territorium des heutigen Russlands oder benachbarter Staaten, die dann ein einziges gebildeten Zustand nicht hergestellt worden war. Ein möglicher Grund für die Entstehung des Brotweins war der Besuch der genuenischen Botschaft im Jahr 1386. Gemeinsam mit ihnen brachten die Italiener ein sehr hochwertiges, starkes alkoholisches Getränk namens Aqua Vitae, was wörtlich übersetzt Wasser des Lebens bedeutet. In Bezug auf die organoleptischen Eigenschaften übertraf es alle damals verfügbaren alkoholischen Getränke wie Maische, Honig oder Bier deutlich, was mit seiner Herstellung durch eine vollwertige Destillation verbunden und die zu diesem Zeitpunkt in Italien geöffnet war. Bemerkung: Wenn wir davon sprechen, als Wodka zum ersten Mal als Wasser-Alkohollösung auf der Erde auftauchte, die durch Destillation gewonnen wurde, stellten die Araber bereits im 7. bis 8. Jahrhundert ein solches Produkt her, jedoch für medizinische Zwecke und nicht für den täglichen Gebrauch, der nach dem Koran verboten ist. Wodka ist eine russische Erfindung, ein großartiges Nationalgetränk. Poklepkin betrachtet in seinem Buch die Herstellung von Wodka als einen kontinuierlichen Prozess, von der Antike bis in die Gegenwart. Ihm zufolge wurde Wodka sowohl im 16. als auch im 20. Jahrhundert nach der gleichen Technologie hergestellt, der Destillation, nur in unterschiedlichen Stückzahlen und mit immer besserer Technik. Rodionow weist jedoch zu Recht darauf hin, vom 16. Jahrhundert bis zum Ende des 19. Jahrhunderts war selbst das Wort dafür Wodka nicht in russischer Sprache und in den Dokumenten dieser Zeit. Es gibt Brotwein, jene destilliertes alkoholisches Getränk auf Roggenbasis, hergestellt mit der gleichen Technologie wie Grappa, Rakia, Whisky, Tequila, Pflaumenbranntwein. Es ist nur so, dass jedes Volk das Material, das im Überfluss vorhanden war, in die Destillkolben füllte: Trauben, Früchte, Getreide. Wie in allen Ländern konnte starker Alkohol von jeder Person getrieben werden, das das Material und das Destillationsdesign hatte. Dann schreibt Rodionow, es habe eine alkoholische Revolution gegeben. Der Staat beschloss, die Produktion von starkem Alkohol selbst in die Hand zu nehmen.
Es geschah 1895. Dafür wurde Brotwein verboten und das Getränk Wodka kam auf den Markt. Aber es wurde mit einer völlig anderen Technologie hergestellt. Was ist Wodka? Dabei handelt es sich um einen rein rektifizierten Alkohol, verdünnt auf eine Stärke von 40% und darüber. Alkohol wird in komplexen Rektifikationskolonnen gewonnen, die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden. Früher diente Kartoffel als Basis, aufgrund ihrer Billigkeit trat dann nach und nach Weizen an ihrer Stelle. Daher betont Rodionow, kann Wodka kein Nationalgetränk sein. Er wurde dem Volke durch ein offizielles Dekret der zaristischen Regierung auferlegt. Die Entstehung von starkem Alkohol. Die alkoholproduzierende Hefe fühlt sich wohl, wenn die Alkoholkonzentration in der Umgebung 4 bis 12% beträgt. Eine Erhöhung des Massenanteils an Alkohol führt zum Absterben der Hefe und zum Abbruch des Gärprozesses. Die einzige Möglichkeit, das Getränk stärker zu machen, ist die Destillation. Die ersten Erwähnungen über die Verwendung der Destillation stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christi. Archäologen haben im altägyptischen Alexandria und in China relevante Beweise gefunden. Die Destillation von Alkohol wurde von arabischen Wissenschaftlern aktiv genutzt, die Alkohol für wissenschaftliche und medizinische Zwecke verwendeten. Sie begannen im 7. Jahrhundert, Getränke mit hohem Alkoholgehalt herzustellen. Aber chinesische Heiler blieben etwas zurück. Im Reich der Mitte trat im 10. bis 12. Jahrhundert starker Alkohol auf. In Europa wurde die Destillation von Alkohol im 12. Jahrhundert für medizinische Zwecke verwendet. Zu Beginn des 14. Jahrhunderts erschien Cognac. Wodka in Russland und Polen kam Mitte des 15. Jahrhunderts auf den Markt. Ende des Jahrhunderts nahmen Brennereien in Schottland ihren Betrieb auf. Spirituosen wurden in Deutschland, England, Irland gebraut. Die Verbreitung dieser Getränke wurde durch eine einfache Lagerung erleichtert. Polen erfanden Wodka. Dies ist ein sehr heißer Streit zwischen den beiden slawischen Völkern. Die Russen betrachten Wodka als ihr traditionelles Getränk, daher möchten sie niemandem das Recht geben, als Erfinder des Wodkas bezeichnet zu werden. Dem widersprechen die Polen vehement. Die offizielle Geschichtswissenschaft steht auf der Seite der Polen. In einem polnischen Dokument aus dem Jahr 1405 findet sich das Wort Wodka. In Russland findet man dieses Wort 150 Jahre später. Aber zwei Dinge sollten beachtet werden. Es geht darum, es ist in einem offiziellen schriftlichen Dokument zu erwähnen. Niemand weiß, wie lange das Wort Wodka in der mündlichen Rede verwendet wird. Der zweite Punkt betrifft die Etymologie des Wortes. Sowohl im Polnischen als auch im Russischen ist das Wort Wodka eine Verkleinerungsform des Wortes Wasser. Jetzt verwenden wir das Wort Wasser im gleichen Sinne. Jemand mit Ironie fing an, das Getränk mit einer Stärke von 40% Wasser zu nennen, und dies kam zum Einsatz. Wer hat es wann und wo eigentlich erfunden? Wie die Menschheit den Alkohol für sich entdeckt hat, weiß niemand. Archäologen haben herausgefunden, dass die Papuas von Neuguinea noch kein Feuer machen konnten, aber sie wussten bereits, wie man berauschende Getränke herstellt. Die frühesten grafischen Erwähnungen von Weinen wurden im 4. Jahrtausend vor Christi aufgezeichnet. Aus einer noch früheren Zeit stammen Scherben von Tongefäßen mit Resten von Weinspuren. Aber Spirituosen waren damals noch nicht erfunden. Die Destillation von Flüssigkeiten wurde erstmals vom größten Philosophen des antiken Griechenlands, Aristoteles, geboren 384 v. Chr., beschrieben. Man muss meinen, dass ähnliche Experimente zur Gewinnung von Alkohol schon früher durchgeführt wurden. Dafür gibt es einfach keine dokumentarischen Beweise. Das erste Wodka-ähnliche Getränk wurde vom persischen Arzt Arazi erfunden. Die Destillation alkoholhaltiger Elemente ermöglichten den Nachweis von Ethylalkohol. Dies führte zur Entstehung alkoholischer Getränke. Aber die Araber nahmen kein Alkohol zum Mund, er wurde als medizinisches und kosmetisches Produkt verwendet. Im Mittelalter entwickelten und verbesserten Alchemisten verschiedene Techniken und Methoden, um gärende Rohstoffe zur Seele des Weins zu destillieren. Wer als erster den Alkohol erfunden hat, wird der Menschheit wohl für immer ein Rätsel bleiben. Wie hat sich Alkohol auf der ganzen Welt verbreitet? Wenn man die Entstehungsgeschichte des Alkohols analysiert, kann nicht behauptet werden, dass sich die Weinherstellung über die ganze Welt verbreitet hat und nur aus einer bestimmten Region stammt. Da es jedoch in verschiedenen Teilen der Welt aufgetaucht war, drang es ziemlich schnell in seine Nachbarn ein.
Aus dem Iran gelangte es in die Zone des fruchtbaren Halbmondes, in die Täler des Tigris und des Euphrat, im Mittelmeer, nach Zypern, nach Griechenland. Nach den Schlussfolgerungen der Archäologen wurde im alten Ägypten mindestens schon im 4. Jahrtausend vor Christi Wein verwendet. In der Region Vajovstor in Armenien, im Tal des Flusses Apa, befindet sich einer der ältesten Siedlungen, das Dorf Areni. In der Höhle Areni I, in der Nähe des Dorfes, entdeckten Wissenschaftler eine Brennerei, deren Bau bis ins 5. Jahrtausend vor Christi zurückreicht. Die älteste Brennereihöhle Areni I. Heute ist sie die älteste aller entdeckten Destillierien. Im alten Indien bereiteten die Bewohner von Reismehl, Weizen, Zuckerrohr und Trauben ein alkoholisches Getränk namens Sura zu. Lange vor Kolumbus, vor 4000 Jahren, wurde im Gebiet des modernen Mexikos alkoholische Getränke zubereitet. Auf dem Territorium des heutigen Sudan wurden vor 3500 Jahren alkoholische Getränke hergestellt. Aber keine Spuren, keine Substanzreste, sondern echter Wein wurde 1980 in der Provinz Henan in China bei den Ausgrabungen eines Grabes von Xinjiang gefunden. Dieser Wein wurde von 1300 vor Christi abgefüllt und es gilt als der älteste Wein der Welt. Er wurde in 2 völlig intakten Flaschen gefunden. Was hat Mendelejew mit der Erfindung des Wodkas zu tun? Mit der Erfindung eines alkoholhaltigen Getränks hat Mendelejew nichts zu tun, denn die Geschichte des Wodkas begann lang vor seiner Geburt. Aber er trug zur Herstellung einer genaueren Formulierung und Berechnung von Inhaltsstoffen bei. Dies ermöglichte es, den Alkoholgehalt des Getränkes zu kontrollieren und seine schädlichen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu reduzieren. Der Wissenschaftler interessierte sich für die Kombination von Wasser und Alkohol sowie für die chemische Zersetzungsprozesse dieser Stoffe. Zu diesem Thema verfasste er eine wissenschaftliche Arbeit, die er brillant verteidigte. Die meisten zuverlässigsten Informationen entnahm er von den Arbeiten des englischen Chemikers Carl Peen, der sich mit dem Thema die Kombination von Wasser und Alkohol beschäftigte. Seiner Meinung nach sollte die Stärke von Wodka 38% betragen. Anschließend wurde die Zahl gerundet, um die Produktions- und Abrechnungsberechnungen zu erleichtern. Wodka wurde zu diesem Zeitpunkt bereits hergestellt und war sehr gefragt. Dies wurde durch die breit gelieferte Produktion vom Staat erleichtert. Das Produkt wurde in Tavernen frei verkauft, erhielt Zertifikate und Patente. Es wird klar, dass der große Wissenschaftler Mendelejew nichts mit der Erfindung des Alkohols zu tun hatte. Aber wir können mit Sicherheit sagen, dass dank wissenschaftlicher Forschung eine sichere Herstellung des Getränks erreicht wurde. Die Produkte wurden gründlich verfeinert und enthalten alle Zutaten im richtigen Verhältnis. William Poklepkin, Dichter der Küche und Wodka-Chronist. Poklepkin beschäftigte sich einst mit Skandinavistik, stürzte sich jedoch in den 1960er Jahren in die Geschichte des Kochens. So wurde er als anerkannter Meister der russischen Kochgeschichte und als Autor der Geschichte der wichtigsten Lebensmittel des Buches Tee, seine Geschichte, Eigenschaften und Verwendung, die Küche des Jahrhunderts usw. in Erinnerung gerufen. 1991 veröffentlichte er die Geschichte des Wodkas. Von den ersten Seiten erzählt Poklepkin von einer erstaunlichen Situation. 1978. Die Polnische Volksrepublik erklärte, dass die UdSSR, deren Wodka auf den ausländischen Märkten gut ankam, kein Recht auf den Namen Wodka habe, da die Polen dieses Getränk 1540 erfanden und es zunächst Gorsalka nannten. Der Internationale Schiedsgerichtshof gab den Polen und der UdSSR Zeit, die Frage des Vorranges bei der Erfindung von Wodka zu untersuchen, um zu entscheiden, wer mehr Rechte an der Marke hat. Die Polen mit ihrer Wodka Wyborowa und die Russen mit Stolichnaya. Der sowjetische Exporteur Sojus-Plodo Import erhielt weder von der Akademie der Wissenschaften der UdSSR noch vom Allrussischen Forschungsinstitut für Fermentationsprodukte des Ministerium für Lebensmittelindustrie Beweise für die russische Führung in dieser Angelegenheit. Dann wandten sie sich an Poklepkin und 1979 schrieb er eine Studie, in der er bewies, dass Wodka spätestens 1478 in Russland hergestellt und in den 1440er und 70er Jahren, also früher als in Polen, erfunden wurde. Infolgedessen erkannte das Gericht 1982 das Recht der UdSSR an, ihren Wodka Wodka zu nennen. Das hat in Polen zwar niemand gleichgenommen, so endete der kapitalistische Wodka-Krieg um die Marke zwischen den sozialistischen Verbündeten. Und der sowjetische Slogan
Nur Wodka aus Russland ist echter russischer Wodka, Siegeszug über den Weltmarkt. Exportetikett für Deutschland 1960er Jahre. Lange Zeit hat die von Popepkin erzählte Geschichte bei einem breiten Publikum keinen Zweifel geweckt, bis der Schriftsteller Boris Rodionow 2013 ein Buch mit dem Titel Wahrheit und Lüge über russischen Wodka veröffentlichte. Anti-Popepkin, in dem er feststellte, dass Popepkin die Geschichte der Schiedsrichterbarkeit in der Hoffnung auf die Vorteile und Popularität erfunden habe. Als Argument werden die Worte des Leiters des Rechtsdienstes von Sojus-Import Wyseklin zitiert, der dies 1982 dort bestritt, gab es einen Rechtsstreit mit den Polen. Polen war seiner Meinung nach damit zufrieden, dass die UdSSR sich weigerte, Werbung für nur Wodka aus Russland ist echter Wodka zu machen und das Wort Russisch hinzugefügt. Zu diesem Zeitpunkt konnte Popepkin die Vorwürfe des Schwindels nicht beantworten und die Gegenargumente vorbringen, sodass Rodionows Vorwürfe unbeantwortet blieben. In vielerlei Hinsicht sind diese Vorwürfe nicht unbegründet, denn die Beschreibung des Prozesses sieht sehr seltsam aus. Infolgedessen wissen wir nicht, ob der Prozess tatsächlich stattgefunden hat und wer der größere Integrant ist, Popepkin oder Rodionow, aber wir wissen mit Sicherheit, dass Popepkin das Interesse an der Geschichte der Destillation geweckt hat. Hatte Popepkin recht? Hatte er recht mit dem Primat des russischen Volkes bei der Wodka-Herstellung? Höchstwahrscheinlich nein. Nicht nur, dass viele wichtige Aussagen in Popepkins Erzählungen nicht mit einem Hinweis auf die Informationsquelle versehen sind, sondern die Antwort auf die wichtige Frage: Wann wurde Wodka erfunden? Wurde nicht nach der Entdeckung dokumentarischer Beweise, Chronikgeschichte oder Produktionsakte erhalten, sondern mit Hilfe logischer Konstruktion und indirekten Daten? Also unter den Argumenten von William Wassiljewitsch das Auftreten im 15. Jahrhundert im Moskauer Fürstentum, Getreideüberschüsse für die Herstellung von Roggen, Rotwein, im 19. Jahrhundert wurde daraus Wodka. Weitere Argumente: der Preisanstieg von nährstoffreichem Honig zu dieser Zeit und die Experimente von Klöstern mit Kwas plus das Vorhandensein einer organisatorischen und technologischen Basis für die Herstellung von Brotwein und schließlich die Einführung durch den Fürsten in den 1470er Jahren. Die ersten Einschränkungen der Produktion und des Vertriebs von Alkohol, die Popepkin gerade mit den starken Getränken verbindet, da ihre Eigenschaften und die strategische Rolle von Getreiderohstoffen Wodka nicht ohne staatliche Aufmerksamkeit verlassen konnte. Geschichte des Wodkas, Ausgabe 1991. Alles zusammen, so scheint es, klingt es logisch, zumal Popepkin so köstlich schreibt wie kein anderer. Aber dies kann nicht als direkter Beweis anerkannt werden und viele Argumente können in Frage gestellt werden. Insbesondere waren die Rohstoffe längst nicht nur in Moskau und Polen könnte bereits über eine technologische Basis verfügen. Auch die Meinung der Philologen ist nicht zugunsten der Schlussfolgerungen von Popepkin. Wie der Philologe Moisenko schreibt, ist das Wort Wodka vermutlich nur Polonismus. Seine Wurzeln sind offensichtlich slawisch, was zu Schwierigkeiten führt. Es ist unmöglich, den polnischen oder russischen Ursprung des Wort Wodkas erschöpfend zu beweisen. Aus dem späten 17., frühen 18. Jahrhundert, ein Getränk mit diesem Namen, ist der Teil der Küche mehrerer Nationen. Bereits Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurde er mit den Russen verbunden. Und in Russland wurde das Wort Wodka erst im 19. Jahrhundert für Brotwein festgelegt, aber der Name Brotwein blieb jahrzehntelang im Gebrauch. Im Allgemeinen, auch in der Geschichte des Wortes und seiner Bedeutungen, ist noch viel unklar, was wir über das Getränk selbst sagen können. Das ist übrigens nichts Überraschendes. Ein ähnliches Problem ist mit der Bestimmung der Herkunft von Whisky verbunden. Es ist nicht klar, wer dieses Getränk zuerst hergestellt hat. Die Iren, die Briten oder die Schotten. Spirituosen erschienen und verbreiteten sich in Europa im 14. und 16. Jahrhundert und die Geschichte der Erfindungen zu dieser Zeit ist sehr schlecht dokumentiert. Es wird angenommen, dass im 12. Jahrhundert von den Arabern destillierter Alkohol (Wein) gewonnen wurde, in Italien oder anderen Teilen des Mittelmeers. Streng genommen gibt es von Alkohol zum Wodka nur einen Schritt, daher sind arabische Alchemisten mindestens die Hälfte der Erfinder des Wodkas zu nennen. Dann verbreitete sich das Wissen um die Technologie in ganz Europa. Popepkin beschreibt diese Erfindungswelle. 1334 wurde in Frankreich Weinalkohol gewonnen,
Ende des 15. Jahrhunderts wurde Gin und Whisky hergestellt und in den Jahren 1520 bis 1522 deutscher Schnaps. Letzteres hieß übrigens Branntwein. In ähnlicher Weise wurden noch andere Völker genannt. Eine weitere gängige Option ist Wasser des Lebens, Aqua Vitae. So hieß der gleiche Whisky anfangs. 1506 brachten die Schweden brennenden Wein aus Moskau, wahrscheinlich aus lokaler Produktion. Übrigens, wenn Whisky wie einige amerikanische Marken aus Roggen und Weizen hergestellt wird, wird in einem bestimmten Produktionsstadium praktisch Wodka gewonnen. Dann wird er bereits in Fässern aufgegossen und abgefüllt. Die Frage des Primats ist also nicht so grundlegend, wie es auf den ersten Blick scheint. Alle Spirituosen, sowohl russischer Brotwein als auch Cognac und Whisky, basieren auf derselben Grundtechnologie, der Herstellung von Destillalalkohol, mit dem weiteren sekundäre Manipulationen durchgeführt werden. Verdünnung mit Wasser in bestimmten Anteilen, Aufguss usw. Früher oder später mussten alle Getreide als Rohstoff verwenden und vielleicht haben die Russen und Polen dies im selben Jahrzehnt oder sogar im selben Jahr vermutet. Viel wichtiger ist, dass beide wissen, wie man hochwertige Getränke herstellt, die die Würde der nationalen Küche betonen. Auch unter Michail Gorbatschow wurde ein trockenes Gesetz eingeführt. Aber es stellte sich heraus, dass dies in Russland mehrmals getan wurde. Die erste Etappe fand 1914 statt. Mit der Machtübernahme der Bolschewiki wurde auch eine Reihe von Gesetzen zur Reduzierung der Wodka-Produktion verabschiedet. Das nächste Verbot wurde 1960 eingeführt. Ab dieser Zeit wurden Mondschein und andere unterirdisch hergestellten Surrogates populär. Wer hat Wodka 40% erfunden? Viele Wissenschaftler interessierten sich für das optimale Verhältnis von Alkohol und Wasser in Spirituosen. Mendelejew erwähnt in seiner Dissertation die Forschung des englischen Chemikers Gilpin, der die optimale Dichte einer wässrig-alkoholischen Lösung mit 38% Alkoholgehalt ermittelte. Der letzte Punkt bei der Bestimmung der optimalen Stärke von Wodka wurde jedoch von Beamten festgelegt, die die Stärke auf 40% aufrundeten, um die Besteuerung der Brennereiproduktion zu vereinfachen. 1894 meldete die zaristische Regierung das Patent an. Ziel war es die Herstellung von Wodka mit einem Alkoholgehalt von 40% mit zusätzlicher Reinigung mit Holzkohle. Aufgrund der Tatsache, dass Getreidematerial der Hauptrohstoff für die Herstellung von hochwertigem Alkohol ist, mochte ich den Einfluss der Getreideart und Qualität auf die Eigenschaften des Endprodukts feststellen. Zur Herstellung von Alkohol wird Weizen, Roggen oder mit deren Mischung in verschiedenen Anteilen verwendet. Die Art des bedingten Getreides beeinflusst den Geschmack von retrofizierten Alkohol praktisch nicht. Aber Getreide mit Schimmel, verfault, kann den Geschmack des fertigen Getränks verderben, besonders wenn er selbst hergestellt wird. Mit der Destillationskolonne können Sie Verunreinigungen entfernen. Im Gegensatz zu einem Destillationswürfel wird nicht jeder Spezialist Alkohol von verschiedenen Getreidensorten unterscheiden können. Aber das ganze Highlight vom destillierten Grain Wodka liegt im Vorhandensein eines bestimmten Geschmacks. Weizenwodka ist weicher und Rottenwodka hat raue Noten, die den Geschmack des Getränks nicht beeinträchtigen. Trotz des alten Ursprungs und der alten Tradition des Wodka-Trinkens sollte man sich immer an seine negative Wirkung auf den Körper erinnern. Nur dann wird die Verwendung von Wodka von guter Laune und aufrichtigen Gesprächen begleitet. Die moderne Geschichte des Wodkas. Moderner Wodka ist nicht nur ein Getreidedestillat, sondern eine Mischung aus retrifizierten Ethylalkohol mit Wasser. Das Geburtsdatum ist der 31. Januar 1865. An diesem Tag verteidigte Chemiker Dmitri Mendelejew, die berühmte Tabelle der Elemente eröffnete, seine Doktorarbeit zum Thema über die Kombination von Alkohol mit Wasser. Dieser Wissenschaftler gilt als Vater des Wodkas, obwohl es vorher tatsächlich eine 40%ige Mischung aus Alkohol und Wasser gab. Mendelejew hat Wodka nicht erfunden, sondern nur entdeckt, dass eine 40% Lösung ungewöhnliche physikalische und chemische Eigenschaften hat. Der Begriff Wodka wurde jedoch erst 1936 in offiziellen Dokumenten festgelegt. Zuvor gab es keine einheitliche Terminologie. Ein und dasselbe Produkt könnte Alkohol, Brotwein, sogar Wodka-Produkt heißen. Von echten Wodka kann man erst seit 1867 sprechen, als A. Savall ein Rektifizierapparat erfand. 1881 verbesserte E. Babet das Design durch die Schaffung eines kontinuierlichen Apparats.
Die Rektifikation machte mehrere Destillationen in Kupferdestillierapparaten überflüssig, wodurch bis zu 50% des Produkts verloren gingen. Ganz zu schweigen von der Zeit, und bis zum Ende des 19. Jahrhunderts waren alle Wodkas rektifiziert. Zur gleichen Zeit tauchte der Begriff Mondschein auf, der eine abfällige und abwertende Konnotation hatte. Es ist sehr schwierig, Alkohol zu Hause zu korrigieren. Es sind spezielle und komplexe Geräte erforderlich, sodass die Qualität des hausgemachten Alkohols gegenüber der Fabrik erheblich an Qualität verloren hat. 1919 wurde das erste Anti-Mondschein-Gesetz verabschiedet. Dies geschah einerseits, um das staatliche Monopol auf dem starken Alkohol zu erhalten, andererseits, um die Bevölkerung vor minderwertigen oder sogar schädlichen Produkten zu schützen. Echter Wodka bestand nicht nur die Rektifikation, sondern auch die Kohlefiltration und zeichnete sich durch einen hohen Reinigungsgrad aus. Es war jedoch nicht möglich, Fuselöle bis zu 1940 vollständig loszuwerden, als die Technologie der dynamischen Verarbeitung von zukünftigem Wodka mit Aktivkohle erfunden wurde. 1948 wurde sie in allen sowjetischen Weingütern eingeführt. 1936 übernahm die UdSSR Ghost, wonach das reine Wasser-Alkohol-Gemisch Wodka genannt wurde. Der internationale Begriff Wodka tauchte in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts auf. Seitdem gab es keine wesentlichen Änderungen, nur die Reinigungsmethoden haben sich geändert, aber die Zusammensetzung der Mischung Alkohol plus Wasser und die Stärke bleiben gleich. Es ist unwahrscheinlich, dass es in Zukunft Änderungen geben wird. 1998 wurde das staatliche Monopol auf die Herstellung von Spirituosen abgeschafft. Mittlerweile finden sich mehrere tausend Varianten des Produkts auf dem Markt. Auf der Weltbühne gilt Wodka als der russische Nationalalkohol. Legenden und Traditionen. Es ist schwer zu sagen, wer den Alkohol erfunden hat. Interessante Mythen darüber haben sich bis in unsere Zeit erhalten. Fast jeder Staat hat seine eigene Legende, mit der Entstehung des Getränks verbunden ist. Die antike griechische Mythologie erzählt von einem Hirten namens Staphylos. Eines Tages lief ein Schaf von seiner Herde davon. Als er sie fand, sah er, dass der Flüchtling die Blätter einer ihm unbekannten Pflanze aß. Der Hirte nahm die Früchte und erhielt, nachdem er sie ausgepresst hatte, ein herrliches Getränk. Und dann wurde der Saft aus Versehen in der Sonne gelassen. Die Flüssigkeit vergoren und wurde zu einem ausgezeichneten Wein. Aber die alten Römer argumentierten, dass Saturn, der Gott der Ernte und des Landes, der Erste war, der eine Rebe pflanzen konnte. Die Geschichtenerzähler Kleinasien erzählten von einer berührenden und raffinierten Legende. Ihnen zufolge hatte einer der persischen Monarchen die Chance, einen bestimmten Vogel zu retten. Die Giftschlange würde dann die Gefiederten töten. In Anerkennung und Dankbarkeit gab sie ihm die Saat. Ohne lange nachzudenken, vergrub der König sie in die Erde. Nach einer Weile erschien ein Spross und dann wuchs eine Pflanze mit Früchten, die Traubensaft gab. Lange Zeit löschten die Perser ihren Durst mit einem Getränk. Aber irgendwie bekam der Herrscher aus Versehen sauren Saft. Natürlich war er wütend und befahl, den Becher mit diesem Getränk zu entfernen. Die Bediensteten mussten das Schiff in den Keller bringen und vergaßen später natürlich seine Existenz. Wenig später litt der geliebte Konkubine des Königs unter starken Kopfschmerzen. Mehrere Tage lang konnte sie überhaupt nicht schlafen. Dann beschloss das Mädchen, sich zu vergiften. Sie glaubte, dass dieser fermentierte Saft sicherlich Gift sei. Nachdem sie es getrunken hatte, schlief sie ein und wachte völlig gesund auf. Fakten: Interessante Informationen zum Thema Alkohol. Erstens. Ein Heller musste während eines Festes immer der Besitzer der Wohnung als erstes einen Schluck Weintrunk nehmen. Die Gäste waren so überzeugt, dass der Alkohol nicht vergiftet war. Damals tauchte übrigens der Ausdruck Gesundheitsgetränk auf. Zweitens. Römische Frauen konnten kein Wein trinken. Andernfalls könnte der Ehemann seine Frau töten. Aber später beschlossen die Diener von Themis, anstelle der Todesstrafe eine Scheidung einzuführen. Drittens. Der Begriff Eiswein stammt aus Deutschland. Deutsche Winzer haben sich ein besonderes Getränk ausgedacht. Es war ein Wein aus gefrorenen Traubenfrüchten. Viertens. Die alten Griechen tauschten Wein gegen Edelmetalle. Fünftens. Im Jahr 1922 beschlossen Archäologen, das Grab des berühmten ägyptischen Pharaos Tutanchamun zu öffnen. Die Wissenschaftler waren sehr überrascht, als sie sahen, dass im Grab Gefäße mit Wein standen.
Sie trugen den Namen des Winzers, Herstellungsdatum und Qualitätsvermerke. 6. Die allererste Illustration des Weintrinkens ist ein Werk mit dem Titel The Stanford for War and Peace. Es wurde in den Jahren 2600 bis 2400 hergestellt. Vor unserer Zeitrechnung. 7. Die Angst vor einem Weingetränk wird Oenophobie genannt. Außerdem gibt es auch Wissenschaft, die es untersucht. Wissenschaftler nennen es Önologie. Dies war ein Einblick über die mögliche Herkunft von Wodka. Es werden in der Beschreibung Links zu Quellen bereitgestellt, die dir noch mehr über die Geschichte erzählen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, lass doch ein Like und ein Abo da. Und wenn du uns unterstützen möchtest, werde doch Mitglied mit einem kleinen Beitrag. Damit möchten wir unser Equipment und Qualität optimieren, weiter für dich verbessern. Der Tartaria Channel sagt Danke und bis zum nächsten Mal. Und hier noch ein Bonus für unsere treuen Mitglieder. Schon im 16. Jahrhundert wurde in Europa viele Flugblätter verteilt, in denen behauptet wurde, dass der russische Zar ein Säufer und Wüstling sei und das Land selbst eine Ansammlung von Barbaren, die mit Bären leben. Allein dies wäre ausreichend, um dessen Zerstörung bzw. Versklavung voranzutreiben. Und in derselben Zeit wurde in geheimen Botschaften verkündet, dass man in der Gegenwart des Zaren die Ohren spitz halten müsste. Denn er sei gebildet, schlau, duldet keine Betrunkenen, verbot den Alkoholkonsum in Moskau und die einzige Möglichkeit, Alkohol zu trinken, war außerhalb der Stadt, in sogenannten Kneipen möglich. Kommentar von Dimitri Volotizin. Unsere Nachbarn, die Literatur haben, direkt gesagt, dass das Saufen in Russland weitaus weniger verbreitet war als in ihrem Land. Auch sagen sie, dass die Trunkenheit von der Öffentlichkeit stark verachtet wurde und einer ansteckenden Krankheit gleichgemacht wurde. Der Deutsche Heinrich von Staden schrieb: Den Russen wurde es nicht erlaubt, mit Wodka zu handeln, weil diese Sache als große Schande zählt, während es den Ausländern erlaubt ist. Da diese ausländischen polnischen, litauischen oder deutschen Soldaten es von ihrer Natur aus lieben, sich zu besaufen. Die Erzählung, dass damals das Saufen in Russland weit verbreitet war, wird von vielen Dokumenten als Propaganda entlarvt. Dass die Slawen Alkoholiker waren, ist ein Mythos und wird von der Wissenschaft bestätigt. Zum Beispiel der Begriff Wodka ist gar nicht so alt, wie man denkt. Als Wodka wurden eigentlich pflanzliche Gebräue bezeichnet, die aus Wasser bestanden. Sie wurden als Heiltränke verwendet, sowie der Tee heutzutage, der nicht Tee, sondern Abkoch genannt wurde. Als aber die ersten Händler kamen und Alkohol zum Verkauf anboten, überlegten sie, wie man starke Getränke nennen könnte. Man vermutet, dass es ein Pole gewesen ist, der den Begriff Wodka einführte, weil die ersten Händler Polen waren. Vermutlich waren auch keine gebürtigen Polen. Und weil in Russland der Begriff Wodka für was Positives bzw. was Heilendes gehalten wurde, hat man trügerischerweise den starken Alkohol ebenso genannt, um es besser verkaufen zu können. Als die Slawen anfingen es zu konsumieren, wurden sie zu Schwächlingen und bleiben es bis heute. Es gibt viele Mythen über die Slawen und dieser ist einer der größten und zerstörerischsten überhaupt. Warum wird Iwan der Schreckliche im Ausland so gehasst? In Russland würde es eher Iwan der Zornige oder Drohende heißen. Er war schrecklich zu seinen Feinden, aber an den Glocken im Kreml steht Iwan der Große. Das Volk hielt ihn für einen mächtigen Menschen, weil er die Händler verjagt hat. Er jagte sie in die Kälte, nackt und schuf sie ins Ausland fort. Ab diesem Zeitpunkt fing der Hass auf ihn von den Händlern aus an. Iwan the Terrible, der die Händler verjagte und die Geschäfte zerstörte. Er selbst ließ ca. 4000 Menschen hinrichten und betete für jeden einzelnen von ihnen persönlich. Fertige eine Liste aller Verurteilten an und als einen gläubigen Menschen betete er für diese Menschen. Könnt ihr mal einen einzigen westlichen Imperator nennen, der sowas gemacht hat? Währenddessen hatte die englische Elisabeth die Große 80.000 Menschen hinrichten lassen. Der französische König 120.000 Menschen. Der Schreckliche war Iwan für die Händler, der aus dem Land verwies, um den Alkoholhandel zu stoppen.